Mit ganz, ganz kleinen Bewegungen immer wieder den Wobbler knapp unter die Oberfläche kicken. Zack und zack und zack. Und dann hoffen, dass der dicke Hecht reinballert. Oh, bam. Na, da geht auch einer rein. Ja, das langsame Durchtwitchen. Alter. Ja, knappe 3,5 schmeckt. Das langsame Durchtwitchen der viel zu großen Wobbler hat einfach einen ganz, ganz wichtigen Grund. Denn zum einen wollen wir sehr, sehr große Wobbler haben, denn die großen Wobbler ziehen natürlich auch die großen Hechte. Zum anderen wollen wir aber auch die Tauchtiefe nicht ausnutzen. Und zwar haben die großen Wobbler meist eine richtig große Tauchtiefe von mehreren Metern zum Teil. Hier jetzt gerade der verwendete 3,5 Meter Tauchtiefe. Und was passiert, wenn wir den also komplett durchziehen mit Speed und Schmackes? Wir landen mit dem Wobbler unten im Schlamm, aber mit Karacho. Und da, naja, da sind halt keine Hechte. Was wir aber halt machen wollen, ist diese Bewegung. Ich gucke gleich mal, dass ich den hier direkt vor der Nase einmal lang platziere, dass wir hier, zack, dass wir hier sehen, oh, irgendwas Lüttes, wie die Bewegung denn ist. Denn wenn wir hier auswerfen, sehen wir ja, zack, dass der halt untergeht und raketenmäßig im Schlamm landet. Aber wenn wir nur leicht runterziehen und ihn wieder auftauchen lassen und wieder runter und wieder auftauchen lassen, können wir so eine richtig schöne Köderführung machen. Der geht runter, der taucht langsam wieder auf, geht runter, geht wieder auf. Also mit einer leichten Bewegung, zack, zack, und haben dann einen schönen Rhythmus fürs Hechtangeln. Das ist essentiell, das geht halt richtig gut und dafür braucht man natürlich dann auch die passenden Wobbler. Die Wobbler sind im Shop auch schon alle gekennzeichnet. Die Wobbler, die das können, haben alle ein F vorne stehen, außer der. Der hat das nicht. Hat er doch? Hat er doch. Es ist ein F9507. Also, der kann das auch. Der F, der Floating, der Schwimmende. Also, die wollen wir haben. Die S, die Sinkenden, die können wir schön zum Schleppen verwenden. Aber die tauchen halt nicht wieder auf. Und gerade wenn wir hier stehen und wir wollen die Hechte vom Land aus schön im Jig oder im Twitchen eben überlisten, brauchen wir diese Bewegung, dass der absinkt, dass der wieder auftaucht, dass der absinkt und wieder auftaucht. Also genau das ist das A und O. Ja, jetzt hier an der Stelle, eine ziemlich ungewöhnliche Stelle. War ich noch nie. Und deswegen muss man das natürlich auch mal testen, wie das denn da läuft. Man sieht das auch immer so ein bisschen an der Schnur, die kommt dann langsam hoch. So, zack, und wieder runter. Also es darf nicht zu langsam sein oder auch zu schnell, sondern es muss halt schon eine passende Tiefe sein. Und da kommt dann der Biss, dass man eben die Hechte auch triggert. Also nicht nur ganz knapp an der Oberfläche, dafür gibt es andere Köder. Also für die knappen Oberflächenwobbler, da ist zum Beispiel der Ugly Fellow. Die funktionieren ganz gut, diese Serie. Ugly Fellow hat eine Tauchtiefe, ich glaube, von 50 cm. Hervorragend. Wenn man zum Beispiel die Topwater noch nicht kann, dann kann man zum Beispiel auch mit diesen Wobblern an der Oberfläche schön langziehen. Dann klappt das schon mal ganz gut. Ja, vom Setup hier bin ich jetzt gerade komplett übertrieben unterwegs. Aber was heißt übertrieben? Aber halt schon Endgame-mäßig. Man kann hier natürlich an der alten Festung auch hervorragend schon angeln. So im Midgame auf Hecht. Early Game, also unter Level 20 auf Hecht. Ja, kann man. Es ist RF4. Man kann so einiges. Aber es ist ratsam. Nö, lass mal lieber. Denn man macht halt übelst den Verschleiß auf seinem Setup. Jawohl. Und das lohnt sich dann halt am Ende doch nicht mehr, wenn man dann die ganze Zeit sein Setup wieder reparieren muss. Also lieber so im Midgame. Ich verlinke nochmal ein Video zum Hechtangeln
an der alten Festung mit dem Hecht-Set Start und allem drum und dran und wo man auch hin kann und wo noch verschiedene Spots sind fürs Hechtangeln. Und da wird auch noch mal einiges erklärt. Also da einfach mal reingucken, wenn du Bock hast aufs Hechtangeln. Wie gesagt, Mitte 20 plus. Da geht das dann halt gut los. Und vorher einfach Spinning machen an der Belaya, damit man eben auch schon schnell vorwärts kommt und dann im Spinning auch die verschiedenen Köder verwenden kann. Wobbler braucht ja auch noch ein Stückchen, aber Wobbler eben auch richtig essentiell. Ansonsten später dann eben auch die Oberflächenköder, auch die funktionieren hervorragend fürs Hechtangeln oder dann im Endgame Jerkbait. Und damit geht man dann, ja, ich würde schon fast sagen, auf die ganz großen oder vielleicht gezielt sogar auf die Trophies mit Jerkbait Lübders. Na, schon ungefähr erkannt, wo ich hier stehe? Also, wir gucken mal eben auf der Map und ich werfe so nach da. Also, da sind wir. Hier in dem Bereich, hier ist eben jetzt die große Schilfkante und dann ziehe ich jetzt quasi hier so vorne dran vorbei oder hier in dem Bereich. Also gar nicht so ganz weit. Eine Stelle, so. Bisschen wieder reinkommen hier. Ja, die tatsächlich bisher ganz gut funktioniert. Ich hatte jetzt gerade leider erst in der Mittagszeit hier angefangen, gerade in der Mittagszeit erst angekommen, aber es geht halt schon gut los. Mittagszeit ist halt immer schlecht für Hecht. Hechtkernzeiten, also die wichtigsten Uhrzeiten für den Hecht sind, sagen wir mal so, ab 5 Uhr morgens, da sollte man am Spot sein, schon mal ein bisschen werfen und üben. Und dann so gegen spätestens 6 Uhr sollten auch dann die Einschläge schon kommen. Also 5 bis 6 Uhr geht es los. Und dann gibt es so zwischen 11, 12 Uhr geht es langsam los mit der Mittagspause. Da wird es äußerst selten, klar, geht immer mal auch wieder einer rein, aber häufiger hat man dann wirklich so ein bisschen eine Downtime vom Hecht. Und dann geht es so gegen 16 Uhr ungefähr, 15, 16 Uhr geht es dann langsam wieder los. Und so ab 17, 18 Uhr sollte dann auch wieder richtig die Primetime sein. Also jetzt gerade sollte das auch wieder richtig gut funktionieren. Jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen konzentrieren, dass ich hier wieder genau im richtigen Rhythmus auch in das Twitchen wieder reinkomme. So, dann läuft das auch. Ja, Setups-mäßig gucken wir da natürlich auch gleich nochmal eben rein. Zack. Weil wir hier natürlich Hecht sicher dann auch unterwegs sein müssen. Ne? Das heißt, wir haben hier jetzt Fluorocarbon drauf auf dem Setup. Ich werfe nochmal kurz, so. Also, dicke, fette Rute hier, dicke, fette Rolle drauf, 32 Kilo dicke, fette Monoschnur als Hauptschnur, damit so ein bisschen die Kopfschläge abgefedert werden. Und wenn da so ein bisschen Action ist, gehen halt die ganzen Schläge in die Monoschnur, die eben eine schöne Dehnung hat. Danach kommt dann das, was wichtig ist. Ja, es ist deutlich schwerer als die Hauptschnur. Darauf kommt es natürlich auch an, denn es soll dicht und dick genug sein. Also, wir haben hier Fluorocarbon, 1 Millimeter dick, 55 Kilo schwer und es muss Fluorocarbon sein, es darf nicht geflochtene Schnur sein, es darf nicht Monoschnur sein. Alles Schnickschnack, Fluorocarbon oder Stahl, das sind die beiden Varianten, wie wir auf Hecht gehen. Also Stahl, wenn du dir hundertprozentig sicher sein willst, dass das Ding nicht durchgebissen wird. Und Fluorocarbon, wenn du dir 90%ig sicher sein willst, dass du nicht durchgebissen wirst. Aber ich denke mal hier bei 55 Kilo, 1 Millimeter dick, ist die Wahrscheinlichkeit schon echt gering, dass man hier einen dicken, fetten Brocken drauf hat, der das hier durchbeißt. Also das ist an einer alten Festung eher seltener. Wahrscheinlich kann man hier auch mit 27 Kilo Fluorocarbon, 31 Kilo Fluorocarbon reingehen. Sollte wahrscheinlich auch ganz gut noch funktionieren. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, beziehungsweise vielleicht am nächsten Morgen noch mal ein bisschen konzentrieren und natürlich auch noch ein bisschen andere Köder testen. Denn, ja, wie gerade schon gesagt, dieser Köder hier, ich ziehe ihn noch mal eben raus, hat hier eine Tauchtiefe von 3,5 Meter. Also damit landen wir straight up im Matsch. Und was man natürlich auch noch ändern kann, das machen wir mal als erstes hier. Zack, wir nehmen noch mal eben raus ins Inventar. 95,7, da ist er. So, wir ändern natürlich als erstes die Haken. Wir können hier verwenden bis zu einem 3-0er Haken. Also es sind schon relativ große drauf, aber 3-0er ist doch immer besser
Also, wenn groß, dann richtig groß. Wir gehen hier auf Hecht, deswegen nehmen wir hier die größtmöglichen Haken, die drauf passen. Tatsächlich nur einen 3-0er, wundert mich ein bisschen. Aber so ist das dann nochmal. So, 0,7. Also gelblich und länglich. Das ist jetzt eigentlich die optische Vorgabe. Das heißt also, du könntest sämtliche Köder verwenden, die ähnlich aussehen zum Testen. Gelb, länglich. Das ist immer das Wichtige. Die Kunstköder sind eben wichtig von der Form und von der Farbe. Und wenn man da verschiedene Variationen hat zur Auswahl, kann man die eben auch nutzen und ein bisschen rumexperimentieren. So. Ja, und jetzt natürlich nur noch ein bisschen abfächern. Also die gesamte Area hier ein wenig abwerfen. Nicht nur straight up in die Richtung, sondern eben hier ein bisschen rauswerfen auch, ein bisschen abfächern. Klar, hier an der Schilfkante entlang, klar, ist immer eine gute Idee. Aber wie man gerade gesehen hat, auch da geradeaus ein bisschen weiter raus, auch hier in der gesamten Area stehen halt überall die Hechte. Runterziehen richtig schön, auftauchen lassen, runterziehen, auftauchen lassen und so weiter. Ja, ich glaube, wir haben alles. Der Spot ist bekannt, Setup sollte nun auch klar sein. Wenn du halt im Midgame bist, auf jeden Fall mal in das Hecht-Start-Video reingucken. Hecht-Start, alte Festung. Und dann Attacke Vollgas, gut Cash machen hier mit Hecht an der alten Festung. Und ja, das Schöne ist ja, dass die sich einfach lohnen. Nachdem die wieder so ein bisschen gebufft wurden, die Hechte, kann man hier mit Hecht auch wieder richtig gut Cash machen. Und im Idealfall sind auch noch Kaffeeaufträge drin. Na gut, maßig sollten sie schon sein. Ich glaube, am nächsten Tag teste ich gleich mal Jerkbait. Auch wieder schön mit gelben, länglichen Ködern. So viel dazu. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Bis zum nächsten Mal. Petri.